Naja, wenn man es erstmal rein theoretisch sieht, wir hatten ja eine andere Kategorisierung unserer volkswirtschaftlichen Prozesse. Hier haben wir im Westen jetzt, oder die Marktwirtschaft hat das Bruttoinlandsprodukt als sehr wesentliche Kategorie. Wir hatten das sogenannte Nationaleinkommen. Da gibt es gewisse Beziehungen. Für uns war Nationaleinkommen der im Produktionsprozess geschaffene Neuwert, der Neuwert. Also faktisch das Gesamtprodukt minus Produktionsverbrauch oder Neuwert, ganz vereinfacht gesagt, bestehend aus Löhnen und Gewinnen. Also das ist der Neuwert. So, und dieses Nationaleinkommen zerfiel ja bei der Verwendung in zwei Teile, in Akkumulation und Konsumption. Also man konnte es verbrauchen, individuell oder auch als Gesellschaft im Gesundheitswesen oder in der Volksbildung oder als Einzelperson mit Brot und Butter und Auto. Oder man nimmt es für die Erweiterung der materiell-technischen Basis, der Produktionsbasis. So. Das spielte übrigens in der politischen Ökonomie, auch in der Ausbildung an den Hoch- und Fachschulen im ökonomischen Gebiet, spielte das eine relativ große Rolle, die Diskussion darüber. Ich kann mich an meine Studienzeit erinnern, da gab es sogar politökonomische Theorien, dass es im Sozialismus ein Gesetz der ständig steigenden Akkumulationsrate gäbe. Also dass die Akkumulation im Verhältnis zur Konsumption immer schneller steigen müsste, damit die materiell-technische Basis den Erfordernissen eben der Wissenschaft und technischen Revolution immer besser entspricht und die auch wiederum beschleunigen kann. Bei Marx irgendwo oder bei uns war der Satz, Akkumulation ist die produktivste Funktion der Gesellschaft, denn mit Akkumulation wird eigentlich der gesamte Fortschritt organisiert. Und insofern hat natürlich Akkumulation, Erweiterung der materiell-technischen Basis der Gesellschaft, hat natürlich eine überragende Funktion. Die Akkumulation bestimmt am Ende auch das wissenschaftlich-technische Niveau von Erzeugnis, Technologie und so weiter. Also das ist, je mehr ich für die Akkumulation einsetze, natürlich dabei akzeptiere, dass die Konsumption dann nicht in dem Tempo wächst. Aber je mehr ich für die Akkumulation mache, desto moderner ist die materiell-technische Basis. Aber desto größer sind noch die Effekte, die ich aus dieser Basis herausziehen kann für spätere auch Erhöhung der Konsumption. So ungefähr ist die Theorie gewesen. Und so haben wir es auch so wurde es ständig versucht, in den Plänen auch sichtbar zu machen. Das hat funktioniert ungefähr bis 1970, bis zur Honecker-Ära. Unter Ulbricht hat das eine große Rolle, also wirklich auch theoretisch eine Rolle gespielt. Und Ulbricht und die Regierung und die Parteiführung haben seinerzeit auch sehr darauf geachtet, dass in den Plänen die Relation so eingeordnet wird, dass also faktisch die Akkumulation schneller wächst oder mindestens erheblich wächst im Verhältnis zur Konsumption. Beide können ja wachsen, aber eben bis 70 die Akkumulation hatte einen gewissen Vorrangswert, was auch eigentlich richtig war. Und mit Honecker, der ja von Ökonomie wenig Verständnis wohl hatte, was man ihm aber auch nicht verdenken kann, denn zu der Zeit, wo andere studiert haben auf Universitäten, saß er wegen seines Kampfes gegen den Faschismus im KZ. Also mit Honecker hat gesagt, wir müssen mehr für das Volk muss mehr Wohlstand haben, muss mehr partizipieren an den Ergebnissen der Produktion. Und da immer höhere Ziele gesetzt wurden, höhere Löhne, eine Menge von Maßnahmen für junge Leute, für Kredite, die Preispolitik und, ergab sich eben dann rein rechnerisch, mathematisch, zwangsläufig, dass die Konsumption immer schneller wuchs zulasten der Akkumulation. Die Akkumulation ist zwar in der absoluten Höhe, weil ja das Produktionsvolumen und das Nationaleinkommen stiegen, ist die Akkumulation nie absolut rückläufig gewesen. Aber im Verhältnis zum Nationaleinkommen ist ihr Anteil immer geringer geworden. Und die praktischen Konsequenzen waren eben der geringen Akkumulation, dass unser Produktionsapparat zu bestimmten Teilen veraltet war, überaltet,
dass wir einen viel höheren Anteil an Produktionsausrüstungen, die also älter als 15 oder 20 Jahre waren, hatten, als die Westdeutschen das hatten. Und dass, wie gesagt, dass damit auch die Wirksamkeit, die Produktivität unserer Wirtschaft in bestimmten Umfang zurückgeblieben ist. Zumindest in den Bereichen, die von dieser relativ niedrigen Akkumulation betroffen waren. Dann gab es den nächsten Punkt, der ja eigentlich richtig war. Es musste eine bestimmte Konzentration der Investitionen auf völlig neue Technologien geben, zum Beispiel auf die Mikroelektronik, die uns ja Milliarden gekostet hat. Also auch das ging zulasten der Konsumtion, aber auch zulasten der Investitionen in den anderen Bereichen der Volkswirtschaft. Und insofern hat faktisch diese tendenziell rückläufige Akkumulationsrate, verbunden auch mit der notwendigen Konzentration auf ausgewählte wissenschaftlich-technische Bereiche, hat dazu geführt, dass große Teile unseres Produktionsapparates veraltet waren, nicht mehr produktiv waren und dann faktisch auch keine Überlebenschancen hatten im Zuge der Privatisierung. Aber das war nebenbei. Aber wir mussten damit leben, dass eben große Teile oder Teile, nicht große Teile der Wirtschaft veraltet waren und nicht dem modernsten Stand entsprachen. Das war am Ende die praktische Konsequenz eines gewissen Missverhältnisses von Akkumulation und Konsumption. Wir haben, das kann man kaum aussprechen, aber es war so, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Nun waren ja die Verhältnisse nicht extrem hoch. Man kann ja nicht sagen, dass wir in Saus und Braus gelebt haben. Und trotzdem haben wir über unsere Verhältnisse gelebt. Aber teilweise unsinnig. Jetzt bin ich wieder bei der Preispolitik. Man hätte diese Preispolitik, die ja dazu beigetragen hat, dass diese Verhältnisse so eintraten, die hätte man einfach anders gestalten können. Man hätte den Wohnungsbau anders gestalten können, indem man die Mieten eben etwas näher an den realen Kosten herangeführt hätte, womit nicht so ein Riesendruck auf die Wohnungswirtschaft vollzogen wäre und wo auch Verhältnisse von Akkumulation und Konsumption zumindest partiell hätten wesentlich anders gestaltet werden können. Also die Fußfesseln haben wir uns dann teilweise auch schon selber gelegt, haben uns selber umzingelt.